Hallo zu einem neuen Video von mir. Ich habe ja schon ein paar Shorts und Videos zum Thema Hühner gemacht und freue mich, dass du wieder dabei bist. Und wie ihr in dem Titel lesen konntet, bauen wir heute einen neuen Unterstand für meine Hühner. Dieser lässt sich ideal an einem bestehenden fixen Hühnerzaun ranbauen. Welche Vorteile so ein Unterschlupf für eure Hühnchen bietet, das erfahrt ihr nach der Fertigstellung des Unterschlupfes. Was wir alles dazu brauchen und wie wir den Unterschlupf gebaut haben, das seht ihr jetzt. Die nachfolgend genannten Maße beziehen sich im Wesentlichen auf die Größe meines Daches. Solltet ihr dieses Projekt nachbauen, müsst ihr natürlich schauen, wie es bei euch passt. Jetzt legen wir aber los. Wir haben schon mal vorgearbeitet und die Unterkonstruktion, das heißt den Rahmen für das Dach, angefertigt. Dazu haben wir zwei 81 cm lange und zwei 149 cm lange Unterkonstruktionslatten, zum Beispiel 3,6 x 1,6 cm, zu einem Rahmen verschraubt. Dann haben wir noch zwei kleine Reste einer Siebdruckplatte an den beiden Tischbeinen für die Dachstütze verschraubt. Doch wie befestigten wir die Rückwand? Wir haben schon im Vorfeld ein stabiles Kantholz 5,5 x 3,5 cm mal eure entsprechende Länge von Pfosten zu Pfosten hingeschraubt und eine PVC-Wellplatte hinter das stabile Kantholz geschraubt, sodass die Wellplatte direkt am Hühnerzaun anliegt und fast bis zum Boden runterhängt. Jetzt wollen wir den Holzrahmen, damit ist auch die Unterkonstruktion des Daches gemeint, an der eben erwähnten stabilen Querlatte festschrauben. Hierzu wird ein Kistenband an der Unterkonstruktion festgeschraubt und die andere Hälfte des Kistenbandes an der Oberkante der stabilen Querlatte befestigt. Das zweite Kistenband wird auf der anderen Seite genauso befestigt, sodass die Unterkonstruktion des Daches an der Querlatte der Rückwand festhängt. Beachte dabei, dass sich das Ganze reibungslos nach oben und unten klappen lässt. Jetzt solltet ihr die Unterkonstruktion auf den beiden Dachstützen bzw. Tischbeinen auflegen, damit sich die Verschraubung des Daches bequemer durchführen lässt. Jetzt das Dach, damit meine ich die zweite PVC-Wellplatte, an der oberen Querlatte der Unterkonstruktion rechts und links festschrauben, damit sie richtig festhält. Anschließend das Dach großzügig rundum am Rahmen der Unterkonstruktion verschrauben. Zuletzt noch das Dach mit der mittleren Leiste der Unterkonstruktion verschrauben. Hierbei genau schauen, dass die Schrauben die mittlere Leiste der Unterkonstruktion treffen. Jetzt noch die Dachstützen bzw. die alten Tischbeine an der Unterkonstruktion auf beiden Seiten des Daches festschrauben. Ganz zum Schluss kann noch die Rückwand an der Unterseite mit zwei Wäsche- oder Pflanzklammern fixiert werden, dass die Rückwand bei Wind nicht flattert. Oder einfach die Rückwand mit einer zweiten Latte an der Unterseite der Wellplatte anlegen und mit den beiden Pfosten verschrauben. Damit es schön ordentlich unter dem Unterstand ist, habe ich noch das Laub auf der Grasfläche des Unterstandes entfernt. Somit könnt ihr die Hühnertränke auf einer größeren Betonplatte sauber unterstellen. Wie ihr sicher bemerkt habt, bin ich ein Fan von Nachhaltigkeit und schaue eigentlich vorweg immer, ob ich noch irgendwelche Sachen übrig habe, die ich in meine Projekte einarbeiten kann. Das finde ich immer ganz praktisch. Darum habe ich gebrauchte PVC-Wellplatten, alte Tischbeine als Dachstütze und für die Tischbeinunterseite zwei alte Reste einer Siebdruckplatte verwendet. Was hat dieser Unterschlupf nun für Vorteile? Für mich ist er hauptsächlich zum Unterstellen meiner Hühnertränke gedacht. Das war mir schon lange ein Dorn im Auge, denn entweder hat meine Tränke zu viel Sonne abbekommen oder es haben sich Schmutzpartikel oder Laubblätter in der Trinkrinne angesammelt. Man kann auch Futterschüsseln unterstellen, damit es nicht in die Schüssel reinregnet. So ein Unterschlupf nehmen die Hühner sicher auch im Winter gerne an. Denn wenn alles eingeschneit ist, haben sie ein trockenes Plätzchen, wo sie sich gegenseitig wärmen können. Oder bei Sturm und Regen finden sie dort auch ein geschütztes Plätzchen und können dort unterstehen. Im Sommer dient der Unterstand als Schattenspender, gerade wenn man erst einen neuen Hühnerauslauf anlegt, wo es noch keine Büsche und Bäume gibt
wo die Tierchen dann einfach unterstehen können. Er bietet speziell für die weißen oder hellfarbigen Hühner eine Unterschlupfmöglichkeit und bietet mehr Sicherheit, vor allem vor einem eventuellen Angriff durch Raubvögel aus der Luft. Wie ihr in meinem Filmchen sehen konntet, erfüllt der Unterstand sehr viele Zwecke und leistet euch und euren Tierchen treue Dienste. Und ich finde, es lohnt sich, ihn tatsächlich nachzubauen. Hast du eine tolle Idee rund um die Hühnerhaltung, für die es noch keine Lösung gibt? Dann schreib mir einfach unten in meine Kommentare. Ich mache mir gerne Gedanken dazu. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Viel Spaß beim Nachbauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss!